Im Jahr 1966 führte der bekannte Schriftsteller und Journalist Konstantin Simonow ein ausführliches Gespräch mit Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow. Der Anlass war das 25. Jubiläum der Schlacht um Moskau. Man hätte erwarten können, dass dieser Dialog in der Sowjetunion als bedeutsames Fernsehereignis inszeniert würde. Schukow war schließlich ein Held der Moskauer Verteidigung und stand für so viele Siege der Roten Armee. Doch das Interview verschwand in den Archiven und blieb jahrzehntelang ungesehen. Erst im Jahr 2010, rund 44 Jahre später, fand es seinen Weg auf die Bildschirme in Russland. Warum geriet das Gespräch unter Verschluss? Die Führung des Landes mochte die Art nicht, wie Schukow darin über die erste Zeit des Krieges und die Schlacht um Moskau sprach. Er äußerte Dinge, die nicht ins offizielle Idealbild passten und bei einigen Politikern Misstrauen erweckten. Damit wurde deutlich, dass viele Befürchtungen berechtigt waren. Selbst ein so bedeutender Marschall war nicht davor gefeit, mit seinen Worten der Zensur zum Opfer zu fallen. Politische Lage und Skepsis gegenüber Schukow. 1966 steckte das Land mitten in einer wechselvollen Phase der sowjetischen Führung. Chruschtschow war abgesetzt, Breschnew und seine Gefolgsleute setzten eigene Akzente. Marschall Schukow lebte zwar nicht mehr in jener offenen Verbannung, die er zuvor erdulden musste, blieb aber eine Figur, der man in der obersten Parteispitze eher mit Vorsicht begegnete. Man fürchtete, Schukows Beliebtheit könne das offizielle Narrativ gefährden, indem die Partei alle Lorbeeren für den Sieg im sogenannten Großen Vaterländischen Krieg beanspruchte. Bei Interviews oder Veröffentlichungen war man daher sensibel, welche Formulierungen auftauchten. Ging Schukow zu offen mit Kritik um, etwa in Bezug auf anfängliche Fehler der sowjetischen Führung im Jahr 1941, rieb er sich damit an jenen Kadern, die weiterhin im System saßen und nicht gern an ihre Versäumnisse erinnert wurden. Offenbar zu ehrlich für das Sowjetfernsehen. In diesem Gespräch erwähnte Schukow Details zur Schlacht um Moskau, die parteiinterne Kreise stören mussten. Er sagte beispielsweise, dass die deutsche Wehrmacht im Oktober des Jahres 1941 tatsächlich kurz davor war, die Hauptstadt einzunehmen. Er erzählte, wie es in jenen Tagen im Oberkommando durchaus Überlegungen gab, Moskau eventuell aufzugeben oder die sowjetische Regierung weiter nach Osten zu verlegen. Aus heutiger Sicht ist diese Gefahr bekannt und gut dokumentiert. Doch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts galten solche Aussagen als zu pessimistisch und liefen gegen das Bild einer stets siegreichen und zielbewussten Führung. Außerdem sprach Schukow kritisch darüber, dass viele qualifizierte Befehlshaber in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts Repressionen zum Opfer fielen. Er erwähnte Namen wie Tuchatschewski oder Blücher, die beide hingerichtet worden waren. In der offiziellen Geschichtsschreibung jener Jahre kamen solche Menschen gar nicht vor oder wurden weiter als Volksfeinde bezeichnet. Dass Schukow sie nun in einem halbwegs positiven Kontext erwähnte, war natürlich unerwünscht. Die Hauptstadt am seidenen Faden. Ein zentraler Punkt von Schukows Aussagen drehte sich um die kritischen Wochen der Moskauer Verteidigung im Herbst des Jahres 1941. Während die offizielle Linie betonte, man habe zu keinem Zeitpunkt ernsthaft erwogen, die Stadt aufzugeben, sagte Schukow, dass es zwischen dem 6. und dem 13. Oktober des Jahres 1941 Tage gab, an denen das Schicksal Moskaus wirklich am seidenen Faden hing. Nur mit Mühe konnte eine Gegenwehr organisiert werden, nachdem die Deutschen die Minsker und Smolensker Gebiete praktisch im Sturm genommen hatten. Schukow erzählte auch von den dramatischen Rückzugsgefechten westlich von Wjasma, wo eingeschlossene sowjetische Einheiten den deutschen Vormarsch entscheidend verzögerten und damit die Zeit verschafften, die man dringend brauchte, um Moskau zu befestigen. Soweit decken sich seine Aussagen durchaus mit dem Bild, das die Militärhistoriker später bestätigten. Aber in der damaligen Ära wollte man solche unheldenhaften Momente lieber verschweigen. Man bevorzugte die Darstellung, dass Stalin und die Generäle stets den Überblick hatten und die Situation nie außer Kontrolle geriet. Befürchtete Schatten auf die ruhmreiche Erzählung. Die Filmbänder, auf denen Schukows Worte festgehalten waren, passten nicht in die Glorifizierung. Dass ein Mann von Schukows Format andeutete, Moskau wäre in echter Lebensgefahr gewesen und das sowjetische Oberkommando sei bis zuletzt unsicher gewesen, wie man den Feind aufhalten könnte, wirkte fast wie eine Sabotage des strahlenden Mythos vom unerschütterlichen Optimismus der Partei. Dazu kam, dass Schukow klar hervorhob,
wie sehr die sowjetischen Truppen im Herbst des Jahres 1941 logistisch zurücklagen. Es mangelte an Munition, es gab erhebliche Funkprobleme und das sowjetische Nachrichtensystem stand in den ersten Kriegsmonaten auf wackeligen Füßen. Schukow erwähnte gar, dass die Deutschen durch Funkaufklärung manche sowjetische Operation im Vorfeld erkannt hatten, was im marxistisch-leninistischen Staat nicht gern zugegeben wurde. Die Rolle der Volksmilizsoldaten. Ein anderer Aspekt betraf die Moskauer Volksmiliz, jene Freiwilligen, die ohne militärische Erfahrung und häufig nur dürftig ausgerüstet zu Hunderttausenden in die Verteidigung der Hauptstadt zogen. Schukow äußerte gegenüber Simonow, dass es zwar einen bewundernswerten Opfermut gab, zugleich aber klar war, wie sehr diese frisch formierten Divisionen den Panzerdivisionen der Wehrmacht unterlegen waren. Er machte deutlich, dass man viele dieser Menschen in den Kampf schickte, ohne ihnen ausreichend Zeit zum Training zu geben. In der Öffentlichkeit der Sowjetunion wurden diese Angehörigen der sowjetischen Volksmiliz, Freiwillige, die sich in Moskau für den Kampf meldeten, zwar als Helden gefeiert, doch selten sprach man darüber, wie unvorbereitet sie tatsächlich waren und wie hoch ihre Verluste ausfielen. Schukow hingegen verschwieg diese Tragödie nicht, was manchen Propagandisten ein Dorn im Auge war. Kein vorgeplanter Winterschlag. Auch die Frage des Kontroffensive-Plans im Dezember 1941 rief bei Parteifunktionären Unbehagen hervor. Marschall Schukow räumte offen ein, dass die berühmte sowjetische Winteroffensive keineswegs über Monate hinweg minutiös vorbereitet worden war. Vielmehr sei sie eine Reaktion auf das Stocken der deutschen Offensive gewesen. Die sowjetische Führung habe erst in diesem Moment erkannt, dass sich das Kräfteverhältnis allmählich zu ihren Gunsten verschob und dass nun die Gelegenheit gekommen war, den Spieß umzudrehen. Indem Schukow diese spontane Wendung schilderte, widersprach er der offiziellen Darstellung, die politische Führung habe bereits im Sommer 1941 genau gewusst, wann und wie sie den Feind schlagen würde. Das Interview verschwand und kehrte Jahrzehnte später zurück. Aufgrund all dieser unangenehmen Passagen soll das Interview nach seiner Aufzeichnung kurzerhand verboten worden sein. Die Anordnung lautete angeblich, es zu vernichten, damit es nicht in falsche Hände geriete und Zweifel an den Dogmen der sowjetischen Kriegspropaganda säte. Wie es wirklich kam, ist bis heute zum Teil umstritten. Doch es gibt Hinweise, dass Wladimir Posners Vater eine Kopie heimlich aufbewahrte. Erst im Jahr 2010, als Russland sich in einem anderen historischen Kontext befand und viele Archivalien freier zugänglich waren, wurde das Filmmaterial endlich öffentlich gezeigt. Für die meisten Zuschauer wirkte es wie eine Zeitreise. Ein ergrauter, aber unverkennbar markanter Schukow sprach ruhig und doch voller innerer Leidenschaft über jenen kritischsten Moment des Jahres 1941. Historische Bedeutung des verbotenen Materials. Heute ist klar, warum die Veröffentlichung damals so gefürchtet war. Schukow erzählte eine differenzierte Wahrheit über die Moskauer Schlacht, die in den 60er Jahren so nicht offiziell sein durfte. Er erklärte, wie nahe alles an einer Katastrophe stand. Er erwähnte das Chaos in den sowjetischen Stäben, nannte halb vergessene Namen repressierter Generäle und stellte heraus, dass viel dem Zufall oder der Selbstaufopferung kleinerer Verbände zu verdanken war. Das widersprach massiv der Legende einer allwissenden Führung, die den Sieg stets fest im Griff hatte. Genau deshalb ist das Interview ein unschätzbares Zeugnis. Es zeigt den Blick eines Mannes, der als einer der Hauptkommandeure des Krieges wirklich dabei war und keinen Grund hatte, etwas zu beschönigen oder zu verschweigen. Er wollte die Erinnerung an die Opfer der Anfangsjahre wachhalten und aufzeigen, dass es keinen einfachen, geradlinigen Marsch Richtung Sieg gab. Indem man Schukows Worte zensierte und das Videomaterial verschwinden ließ, raubte man der Öffentlichkeit die Möglichkeit, das Ausmaß der Gefahr für Moskau zu verstehen. Man raubte ihnen auch jenen Einblick in die schmerzhaften Entscheidungen, die damals getroffen werden mussten. Ein Vermächtnis der Offenheit. Als diese Aufnahmen im Jahr 2010 im russischen Fernsehen gezeigt wurden, war die Reaktion teils bewegend. Viele Zuschauer hatten sich nie ausgemalt, wie knapp der sowjetische Sieg unter Moskau wirklich war und wie sehr selbst ein Marschall in Konflikt mit der offiziellen Doktrin stehen konnte. Genau diese Momente machen Geschichte menschlich. Und manchmal braucht es Jahrzehnte, bis ein an sich harmloses Gespräch endlich das Licht der Öffentlichkeit erblickt.